fragen. Fliegen wir heute nach Sansibar? Natürlich. Oh, verrückt. Oh. Heute ist der Tag, an dem wir fliegen. Das ist der kurze Tag, aber danach gehen wir wieder hierher. Aber dann kommt die Reise. Stellt euch vor, ich muss nicht mehr in die Kita. Ich auch nicht. Du musst schon ewig nicht mehr in die Kita. Das stimmt. Wollen wir jetzt aufstehen? Ja, wir gucken richtig krass im Film. Und ihr seid dabei. Ja, ist klar. Wir putzen jetzt Zähne, duschen schnell, ab in den Flieger und dann sehen wir uns gleich auf Sansibar. Ja, aber zuerst kommt noch Film. Der war schon jetzt voll. Ganz schön voll, aber er fährt noch. Und jetzt gehen wir rein und holen unsere Tickets und geben unser Gepäck auf. Und wir sind 3 Stunden vorher hier angekommen. Das stand so auf der Emirates-Seite, dass man 3 Stunden vor Flug hier sein soll. Und ja, jetzt sind wir hier und mal gucken, wie lange das alles dauert und was wir sonst mit der freien Zeit noch anfangen können. Genau, vielleicht ganz kurz vorweg für alle Wassersportler, Kitesurfer, Wellenbrecher. Die Kitebag ist unter anderem mein normales Gepäck, also man kann die Tasche bis zu 3 Meter Gesamtlänge und 25 Kilo Gesamtgewicht auch so mitnehmen. Deswegen, ich habe jetzt eine Badehose, 2 Kites und ein Board. Naja, ein bisschen mehr schon. Einzige, der hier quietscht, bin ich. Du quietscht? Ja, Ah. Da sind wir doch mal schön in die falsche Richtung gelaufen. Die 5 ist nämlich in die andere Richtung. Und Markus ist auch schon ein bisschen warm. Also bisher muss ich sagen, alles ruhig hier. Kaum Leute. Der einzige Check-in, der ein bisschen befüllter ist, ist unserer. Der Emirates-Flug von Hamburg nach Dubai. Ansonsten ist es hier relativ leer. Lotti läuft ein bisschen durch die Gegend und wir warten. Mama, kann ich vielleicht da oben ein bisschen herumschnüffeln? Nee, wir müssen erstmal jetzt unsere Taschen abgeben, ne? Hm. Ja, gut. Na gut, aber gleich, okay? Ja! Ich bin aber stark. Hallo. Wir geben hier gerade unsere Koffer ab, aber wir noch nicht. Und? Wo fliegst du hin? Nach Sansibar. So, wir haben jetzt unsere Taschen abgegeben. Wir mussten aber 2 Taschen hier beim Sperrgepäck abgeben. Einmal, weil wir eine Drohne dabei haben und die nochmal genau gucken wollen, ob die Akkus raus sind. Und ja, das andere war deine Tasche, die halt sehr sperrig ist und hier nicht um die Ecken auf den Laufbändern kommt. Aber ansonsten von der Größe und vom Gewicht alles gut. Jeder darf von uns 25 Kilo mitnehmen bei Emirates. Plus nochmal 7 Kilo Und Handgepäck. wir können das Pad mitnehmen. Genau, und Maximalgewicht irgendwie pro Person 80 Kilo. Also jeder, der dahin fliegt, sollte nur mal vorher eine Diät machen. Das ist Bullshit. Wir haben es getan. Ja. Schnell noch bei McDonald's was essen. Vegan Burger, Pommes, Cola und ein Happy Meal. Aber zu unserer Entschuldigung, es gab auch heute Morgen nichts zu frühstücken. Also von daher. Doch, es gab einen Shake. Ja, es gab einen Shake, aber nichts Richtiges. Nee. Also von daher, jetzt essen wir auch nichts Richtiges, ich weiß, aber bevor wir jetzt in die Sicherheitszone gehen, noch einmal kurz McDonald's. Njam, njam, njam. Ja, und das Merkwürdige ist ja, also McDonald's hat natürlich hier alle Sitzmöglichkeiten gesperrt und jetzt nimmt man sich das Ganze to go und isst halt da unten.
Ja, ich habe mir für die Reise ja diese FFP2-Masken in schwarz geholt und ich fühlte mich gerade, als ich auf dem Klo war und in den Spiegel geguckt habe, wie eine Actionfilmfigur, und zwar wie Bane aus Batman, oder? Sehe ich nicht so aus? Ich bin Bane. Batman muss sterben. Papa. Was denn? Komm jetzt. Tschö. Ja, das ist schon krass. Also ich bin ja beruflich relativ häufig geflogen, aber so habe ich den Flughafen noch nie gesehen. Es ist komplett leer. Ja, es fühlt sich an, als wäre es mitten in der Nacht. Also der Flughafen ist hier komplett leer, alles ist zu. Nee, also ein paar Essensstände haben auf. Also hier Alle Shops sind zu. Ja, aber shoppen geht nicht, genau. Zeitschriften kann man kaufen, die haben auf, aber ansonsten die ganzen Shopping-Sachen, alles hat zu. Aber es laufen hier auch nur 4 Leute rum. Moment, 1, 2, 3, nee 5. Wir bitten nochmals alle verbliebenen Passagiere gebucht mit Emirates nach Dubai. Bitte kommen Sie jetzt an den Ausgang C4. We are paging all remaining passengers for Emirates to Dubai. Please proceed now to gate C4. Verrückt. Und wir haben Hygienepakete bekommen. Und Kopfhörer. Gratis. Ja, und ein Kissen, ich sitze gerade drauf. Ich bin jetzt schon komplett zugehört. Ist gut. Nach 6 Stunden kann dieses Kind auch nicht mehr stehen. Ladies and gentlemen, welcome to Dubai International Airport where the local time is 10 minutes past midnight, outside temperature is 20 degrees Celsius. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off. So, wir sind jetzt erstmal in Dubai gelandet und wenn es die Sendung Wetten, das noch geben würde, würde ich da gerne mitmachen, denn man erkennt den Flughafen schon am Geruch. Also man erkennt eindeutig beim Geruch, dass wir hier nicht mehr in Hamburg sind, sondern irgendwie in den... Riecht mir nicht mehr nach Fischköpfen. Nee, es ist nicht mehr fischköppig, sondern es ist jetzt ein bisschen, ja, so orientalischer Geruch, ne? Und jetzt komm zurück. Komm zu uns. Komm zu uns. Nein, das ist voll. Ja, Lotti läuft schon mal vor, die kann es kaum erwarten, wieder ein bisschen Disney gucken zu dürfen. So heißt ja auch Laufband, ne? Ja, Laufband, genau. Ja, das ging jetzt echt schnell, diese 5,5 Stunden von Hamburg nach Dubai, und ich fand es mega entspannt. Also sehr nett. Eigentlich hätte ich noch gerne ein bisschen fliegen wollen, denn es gab gutes Essen, es war nette Unterhaltung, die Sitze waren sehr bequem, man hat sehr viel Platz gehabt. Und die Begleitung war auch wieder liebreizend. Richtig, also Lotti saß direkt neben mir. Also der Kontrast ist echt Wahnsinn. In Hamburg ist es komplett leer gewesen und hier ist es jetzt rammelvoll. Also überall richtig viele Menschen, richtig Leben, und das, obwohl es jetzt hier 12 Uhr nachts, glaube ich, ist eigentlich. Die warten alle auf ihre Anschlussflüge. Wahnsinn. Also das ist wirklich so krass. Ich dachte, um 12 Uhr kommen wir hier an und dann ist alles geschlossen und extrem leer und wir sind ganz einsam hier auf dem Flughafen, aber es ist überhaupt nicht so. Es fühlt sich an, als wenn das mitten am Tag ist, und ja, es ist auch richtig, richtig voll. Richtig was los. Also Wahnsinn. So, und weil das Essen so lange dauert, sind Marco und Lotte jetzt noch mal kurz hier losgelaufen, um zu gucken, was es gibt. Aber weit sind sie nicht gekommen, weil der Herr sich da hinten gleich massieren lässt.
Ja, das war jetzt natürlich ganz witzig, ne? Also im Bus hatten sie sogar diese Aufkleber, dass man jeden zweiten Sitz nur belegen darf. Aber trotz alledem haben sie das Ding voll geknallt. So ging es damit nicht so schlimm. Ich fand das schon so ein bisschen grenzwertig, muss ich echt sagen. Also man hörte da auch so ein bisschen Rumgehuste und Rumgeniese im Bus. Fand ich jetzt nicht so geil, dass sie den Bus komplett zuknallen müssen. Und ja, auch hier wird das jetzt eine etwas andere Nummer, glaube ich, von Dubai nach Sansibar. Also von Hamburg nach Dubai war das natürlich ein Träumchen. Hier sieht das jetzt schon wieder ein bisschen anders aus. Setz es nochmal auf, Charlotte. Hör mal auf, das immer runterzunehmen. Boah, wunderbar, schön. Boah, was für ein krasser Unterschied hier jetzt in diesem Flieger gegenüber zu unserem alten Flieger. Also hier ist es alles so eng, es ist komplett ausgebucht, es ist voll. Der Abstand zur vorderen Reihe ist halt schwierig. Es gab jetzt heute Morgen noch nicht mal einen Kaffee, aber wir landen gleich. With us to Dar es Salaam. Please make sure that you sit in your original seat and have your bag ready for inspection by the crew. Thank you. So, Sansibar, wir sind gelandet. Es ist verrückt. Und es ist warm. Also ich bin einfach echt auch zu warm angezogen. Hier ist es richtig feucht und warm. Aber cool, Gott sei Dank. Jo, klassische Rollenverteilung, ne? Ich passe hier erstmal auf Lottie und das Gepäck auf und Susi tauscht mal ein bisschen Geld. Ich habe jetzt Geld getauscht, direkt am Flughafen, weil alle gesagt haben, dass, also im Internet hat man gelesen, dass es hier die besten Exchange Rates gibt. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich habe 600 Euro umgetauscht für 3 Wochen, weil es auch so wenig Bankautomaten gibt und man dann Gebühren zahlen muss, also 600 Euro. Und wiederbekommen habe ich... Ja, wir sind jetzt vom Flughafen und vom Flughafen, das ist glaube ich so wie in fast allen solchen Ländern. Hier sind eine Menge Picker, die versuchen halt immer ein Trinkgeld rauszukriegen, indem sie die Tasche zum Auto tragen, und viele Taxifahrer, die einen auch anwerben wollen, um mit einem zu fahren. Wir fahren gleich mit dem Taxi in die Stadt und gucken mal, ob wir da so hinkommen. Aua! Ja, plötzlich ist der Taxifahrer einfach aus seiner Karre gesprungen und nach da gelaufen. Wir wissen gar nicht warum. Jetzt stehen wir hier vorm Taxi. Ey, der Typ ist einfach abgehauen. Die ganzen Taschen sind noch drin, ne? Gott sei Dank. Aber der Schlüssel steckt nicht, also abhauen können wir nicht. Nein, Spaß beiseite. Hier vorne ist die Straße gesperrt. Da ist unser Hotel. Und er holt jetzt jemanden, der uns mit den Taschen hilft. Hallo. Wir sind jetzt in unserer ersten Unterkunft in Sansibar Stadt, in Stone Town, also in dem alten Teil der Stadt. Und die Unterkunft heißt The Balcony House, weil das Besondere an diesem Haus ist tatsächlich der Balkon. Aber als erstes zeigen wir euch mal unsere Unterkunft. Genau, ich gehe mal einfach vor, oder? Ja. Zumindest das kann ich da mal machen, ne? So sieht das hier aus. Wir haben... Also, könnte man ja fast als Doppelzimmer bezeichnen, ne? Ja. Also genau, gespiegelt der Raum, einmal 2 Betten auf beiden Seiten. Kann sich Lotti dann aussuchen, wo sie schlafen will, aber genau. Und es ist hier sehr familiär, also wir sind hier gleich sehr herzlich empfangen worden. Uns wurde gleich hier erstmal alles gezeigt. Und ja, ich zeige euch das jetzt auch mal.
Jo, und so sieht das hier aus, ne? Mittendrin. Und hier ist mal ein anderes Zimmer. Hier ist nur ein Bett quasi drin, aber ist ja auch ganz gemütlich. Ja, und hier sind wir in einem großen Raum. Von diesem großen Raum gehen jetzt auch alle Zimmer ab. Und es ist sozusagen der Gemeinschaftsraum. Und wir haben jetzt schon nach 10 Minuten festgestellt, dass es auch nicht nur der Gemeinschaftsraum ist, sondern auch der Kommunikationsraum ist. Und ja, hier trifft man sich, hier findet man nette Gesprächspartner. Und ehrlich gesagt, jetzt wo wir hier sind, sind auch fast nur Deutsche hier. Also wir haben hier die ganze Zeit nur ja, das Gefühl, dass wir fast quasi in Deutschland sind, außer dass es natürlich viel wärmer ist. Kann hier auch überall seine Taschen liegen lassen, also auch kein Problem, dass hier mal irgendwas wegkommen könnte oder so. Also bisher gefällt mir das sehr gut. Ach so, ja, und es gibt ein Gemeinschaftsklo. Und das Gemeinschaftsklo zeige ich euch jetzt, das ist hier. Also, das ist einmal hier Dusche, Klo. Und hier ist noch ein zweites, auch Klo und Dusche. Ja, ihr habt ja auch schon beim Bus gesehen, ich habe ein kleines Sicherheitsbedürfnis. Wir haben ja auch Zusatzschlösser in unsere Türen beim Bus gebaut und wir haben eine fette Alarmanlage reingebaut. Auch das gleiche hier jetzt im Urlaub. Ich habe mir so einen Packsafe-Sack geholt. Da ist jetzt Drohne und Kamera und so weiter drin. Und ich weiß, das ist halt ein dünnes Drähtchen, aber zumindest gibt es ein ganz gutes Gefühl, dass die Sachen hier nicht einfach rumliegen, und sollte hier jemand ins Zimmer kommen und irgendwas mitnehmen wollen, erschweren wir diese Situation. Dieses Teil schließe ich jetzt hier mal an dieses Bett an, denn so ein ja, gehobeltes Bett eignet sich natürlich hervorragend dafür. Das Ding ziehe ich jetzt hier einfach mal in die seitliche Bettzage, und dann habe ich jetzt hier mein Packsafe und den schließe ich einmal zu, und dann ist das Ding zumindest einmal am Bett angeschlossen. Klar, mit Gewalt kriegt man das auf jeden Fall los, aber in der Regel soll es ja nur davon abhalten, dass hier nicht jemand mal kurz eben reinkommt und irgendwas schnell rausnimmt. So, los geht's. Ja, das Meer scheint hier ganz schön an der Bausubstanz zu nagen. Also jetzt hier gut, bei dem Haus hinter mir ist es natürlich noch krasser. Aber jetzt guckt euch mal hier den Gerüstbau hier an, ne? Also hier werden die Gerüste halt einfach nochmal mit Baumstämmen zusammengebastelt. Da können sich ja unsere Gerüstbauer mal eine Scheibe abschneiden, wa? Naja, und die Nummer mit der Stromverteilung finde ich hier auch sehr spannend. Zumal mal, wenn mal irgendwas mit der Stromverteilung sein sollte, dann musst du dich hier aber auch erstmal durchprüfen durch diese ganzen Kabel, die hier von links nach rechts überall herumhängen. Also ich meine, guckt euch mal die Situation da oben an. Das ist doch wohl verrückt, oder? Hier werden einfach so die Strippen gezogen. Wenn ich mal ein bisschen Strom brauche, dann melde ich das nicht bei den Stromwerken, sondern dann ziehe ich mir einfach ein neues Stromkabel vom Verteilerkasten zu meiner Wohnung und schon habe ich Strom, ne? So sieht das hier zumindest aus. Ja, und spannend und cool finde ich ja natürlich auch immer diesen Kontrast, ne? Hier ist es gerade frisch verputzt, daneben fällt der Putz von der Wand. Also ich glaube, die müssen hier ordentlich was tun, damit die Häuser ihre Substanz behalten. Unsere Herberge ist ja so in Old Town, in Stone Town. Und je weiter wir jetzt hier Richtung, gefühlt, was ist das denn, Norden laufen, desto schicker wird's. Also die Häuser sind hier alle ja, renovierter. Es sieht alles ein bisschen schicker aus, es ist alles ein bisschen aufgeräumter. Die Kabel hängen hier nicht mehr wirr durch die Gegend. Guck mal, und aus Versehen, wollen wir da mal hingucken.
Ja, und das ist hier wirklich verrückt, weil um Weihnachten rum ist das House of Wonder, die Sensation von Sansibar, zusammengebrochen. Das ist jetzt hier die Baustelle. Es sind wohl auch 4 bis 5 Leute da drin gestorben, das wird hier aber nicht offiziell erzählt. Aber wenn man sich das mal so anguckt, das ist schon dramatisch. Es war halt ein extrem besonderes Museum, also eine Ausstellung. Absolut sehenswert, haben wir gehört, aber jetzt natürlich, da das Ding um Weihnachten eingebrochen ist, ja, echt krasse Nummer. Fehlen mir auch ein bisschen die Worte. Ja, überall ganz viele kleine Läden und Geschäfte hier in den Häusern drin, schon relativ touristisch ausgelegt. Es ist warm, es riecht auch überall anders, also es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Gerüche hier unterwegs. Aber es ist natürlich schon ganz spannend, ne, was hier auch so angeboten und verkauft wird. So, wir haben bestellt. Das sind 2 Euro für den Cocktail. Ja, okay, was haben wir bestellt nochmal? Wir haben so Dishes bestellt, ne? Ja. Also hier so, Aber er hat uns jetzt solche gesagt, Geschichten. ein Combo ist billiger, Genau. plus ein extra. Genau, wir haben jetzt halt so eine Kombo aus unterschiedlichen Geschichten und dazu gibt es Brot und ich bin mal gespannt, 65. wie das so wird. Genau. Ach, Entschuldige, habe ich jetzt schon nicht mal aufgenommen. Das ist nochmal aufnehmen. Ich quatsch den Marco immer rein, wenn er was aufnehmen will. Ja, was wolltest du denn nochmal sagen? Was wolltest du denn nochmal sagen eigentlich? Wir haben jetzt bestellt und zwar, ihr werdet das ja wahrscheinlich an den meisten Bestellungen, die wir schon mal getätigt haben, auch gemerkt haben. Wir essen meistens vegan oder vegetarisch. Und wir haben jetzt hier diese kleine Kombo bestellt. Aus kleinen zusammengewählten Köstlichkeiten, die wir auch noch selber bestimmen konnten. Also von daher. Wow, selber essen und bestimmen, was man bestellen. Von daher. Ich sage immer von daher. So, Leute. Oder im Grunde genommen. Wir haben gefragt, ob es Apfelschorle gibt. Gleich sagt er uns Bescheid, okay? Apfelschorle kennen die hier anscheinend nicht. Und das echte Regenschirme? Ja. Ja? Guck mal. Es ist schon wieder dunkel geworden. Wir sind nach unserem kleinen Spaziergang am Hafen nochmal kurz zurück aufs Zimmer. Die Damen haben ein bisschen ausgeschlafen. Seht ihr, wie fit die aussehen jetzt? Und ich habe ein bisschen gearbeitet und jetzt ist es, wie gesagt, schon wieder dunkel draußen. Und wir sind jetzt hier nochmal in ein kleines Restaurant um die Ecke gegangen. Hier gibt es äthiopische Küche. Also Weil Lotti wieder Hunger hat. weil Lotti schon wieder Hunger hatte, genau. Deswegen mussten wir jetzt hier nochmal schnell in ein Restaurant gehen. Ja, dann essen wir was. Dann gehen wir nochmal kurz im Supermarkt, holen uns ein paar Bier, knallen uns oben auf die Terrasse. Nee. Und spielen. Also im Supermarkt kriegst du kein Bier. Okay. Wir müssen zu einer Bar und uns Okay. dort Bier holen und das dürfen wir dann mitnehmen. Okay, dann müssen wir zu einer Bar. Und ist das halt so, dass man das unterm Tresen kauft? Nee, das kaufst du dort offiziell, aber da wir in einem islamischen Land sind, Ja, okay. kriegst du hier keinen Alkohol verkauft. Ja, verrückt, okay. Siehst du? Jetzt werden meine Wissenslücken auch noch gestillt. Aber bei Alkohol kenne ich mich aus. Genau. Ja, deswegen schauen wir mal, wie es so noch weitergeht. Aber heute machen wir auf jeden Fall nicht viel, denn wir sind ja vorhin erst angekommen und müssen uns erstmal so ein bisschen akklimatisieren. Für euch sollte das eigentlich schon mal reichen. Vielleicht kommen gleich noch ein paar Bilder von unserem Balkon. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Anschauen. Macht es gut, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen da. Wenn es euch nicht gefallen hat, was machen wir dann? Dann müssen wir halt ein nächstes. Dann müsst ihr das nächste Video angucken. Genau, vielleicht wird das nächste Video besser. Lotti hat immer die besten Ideen.
So haben wir es, so machen wir es. Macht es gut, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Video. Tschö.